Jörg, was machst du? Heute will ich mal über die unterschiedlichen BOMs reden, mache ich ja öfters, aber es gibt ja so typische Themen wie ähm, as designed, as delivered oder as engineered, as maintained, bam bam bam, in die Richtung. Und es gibt aber auch das Thema E-Bom, M-Bom, bla bla bla. Und dann gibt es noch das Thema Strukturstückliste, Baukastenstückliste, bam bam bam. So, und ich will mal versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu kriegen, um das zu erklären und auch die Kategorisierung zu erklären. Also wir fangen mal an. Es gibt eigentlich zwei so Kernkategorisierungen. Also muss ich so schreiben. Kategorisierung. So, also. Und das sind die, ich nenne sie die S. Bombs. So, in dieses S kann man jetzt einführen von mir aus S Design, dann kann man S Blend, vielleicht ein L Blend, S Delivered, S Maintained. So interessant ist ja, wie die mit der anderen Kategorie, schreib mal Kategorie, erste Kategorie heißt nicht, dass die jetzt wichtiger ist als die andere, sondern hat sich halt so eingebürgert. Jetzt haben wir die zweite Kategorisierung. So, da hätten wir diese X-Bombs, möchte ich sie mal nennen. Ja, machen wir so, also die X-Bombs. Und X könnte jetzt sein, zum Beispiel E, M, manche sagen P, M, RP sage ich manchmal, und wie sie alle heißen, kommen wir gleich drauf. So wichtig ist jetzt erstmal, was ist eigentlich der Unterschied in der Kategorisierung? Ich will mal kurz über Kategorisierung reden, weil es gibt dann immer ständig Diskussionen, ist es das, ist es das. Ich sage mal, grundsätzlich sind es eigentlich zwei Kategorisierungssysteme, die nicht gut miteinander matchen. Ich würde sie nicht gemischt verwenden. Entweder ich nutze das oder das. Zweitens, das ist eine typische Sache für lange Projekte im ETO, wo das ganz gut funktioniert. Dass man sagt, das war doch S-Blend und dieses S-Blend auch nochmal abspricht mit vielleicht dem Kunden, für den man die Anlage baut und sagt, ja, ist das das, was du willst? Bam, 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 bam. Das heißt, ich würde hier allgemein mal sagen, das ist doch eher was bei so einem ganz strengen ETO passiert. Und an sich kann man jetzt mal überlegen, wie funktioniert denn die Kategorisierung in ihrer Art. Die Kategorisierung geht eigentlich nur über eine Zeitachse. Das heißt, es gibt eben einen Zeitpunkt, wo ich sage, so jetzt ist das Design fertig. Design. So, und dann habe ich eben ein S-Design, ich schreibe es nicht auf BOM, weil eigentlich diese BOM jetzt die Dokumentation an diesem Zeitpunkt ist dieser BOM. Und dann könnte ich sagen, jetzt wird es wieder spannend, S-Blend, Achtung, manche werden sagen, oh Gott, weil ein S-Blend kann doch hier sein. Das habe ich nämlich nie verstanden, wer wann, wo, warum S-Blend nimmt. Weil die Frage ist ja, von welcher Planung sprechen wir? Sprechen wir von der Planung für das Produkt oder sprechen wir von einer Planung, die in Richtung schon einer Planung für die Produktion, die Umsetzung geht? Und die ändert sich nochmal. Man sieht, da fängt es auch schon wieder an, mit den Namen blöd zu sein. Dann könnte man irgendwann sagen, es Bild ist ja gern, also wie wurde es tatsächlich gebaut? Und dann kann man sagen, as delivered. Und dann kann man sagen, as maintained. So, und was jetzt hier dazwischen passt, ab dem S-Bild, ja, müssen wir jetzt auch noch sagen, auch da denkt man vielleicht nicht richtig dran, ab hier reden wir von der Instanz und hier nach vorne reden wir eigentlich vom Typ. Achtung, beim ETO existiert der Unterschied ja nicht. Da sind wir gleich in der Instanz, deswegen sage ich für ETO. Aber S-Blend, S-Designed, sobald wir bei einem CTO, CTO Plus sind, ist das ja immer Typ und das die Instanz. Und daraus sieht man auch, diese Kategorisierung ist eben eher hierfür und ab hier kommen dann im Prinzip auch Serialisierungsinformationen dazu. Muss aber nicht sein. Also ich sage, in dem Namen steckt nicht, dass das Serialisierungsinformationen sind, aber man nimmt es eben manchmal wahr, als dass die wären. So, das ist auch der Grund, warum ich das nicht so gerne benutze, weil eigentlich referenziert diese Kategorierung auf eine BOM ab einem Zeitpunkt, spezifiziert aber nicht, was der Inhalt der BOM ist. Das steckt nicht im Namen, sondern nur ein Zeitpunkt.
Und deswegen benutze ich das so gut wie nie und bin auch nicht so arger Freund der Kategorisierung. Da kann man jetzt viel sagen und wenn sie sich jetzt gebildet hat, ist alles okay. Aber das sind ja alles implizite Dinge, weil der Name sagt nur, ja, ich bin halt jetzt wie geplant, wie designt, wie bla bla. Also halte ich nicht so für gut, deswegen mag ich die viel lieber. Jetzt kann man hier noch ein bisschen gucken, was steckt denn in der Kategorisierung. Im Namen steckt da natürlich auch nicht so viel, aber hier steckt zumindest irgendwo drin, man könnte sagen, von wer sie kommt oder was sie hat. Also von mir aus die Engineering Bomb. Also das ist jetzt eine Stückliste, wie die Ingenieure sie sehen. So, die existiert aber, und das ist jetzt das Wichtigste. Hier implizieren wir ja, dass es immer irgendwie eine Stückliste ist zu einem anderen Zeitpunkt. Alte Welt. In Wirklichkeit existieren die Strukturen ja weiter. Würde ich also zum Beispiel eine E-Bomb auf eine Zeitachse legen, vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, und sagen wir hier E-Bomb. Jetzt haben wir einfach eine M-Bomb, was immer eine M-Bomb ist, kommen wir gleich dazu. Ja, dann existiert zwar die M-Bomb später als die E-Bomb, aber die E-Bomb existiert weiter, weil das ein unterschiedlicher Inhalt ist. Hier ist das, was halt die Entwicklung, schreib mal A&D, sieht, wie die Welt sieht, und die M-Bomb ist es eben, ja, da kommen wir gleich drauf, beziehungsweise gibt es andere Filme, wo man drüber drauf kommen könnte. Wir merken uns also, die Problematik der Zeitpunkte für die Bomb ist nicht so besonders gut, meine Meinung, meine Lehrmeinung, nicht machen, nutzen diese Namen. Und jetzt kann man immer die Frage, dieses X kann meines Erachtens mehr Buchstaben sein, und jetzt kann man die Frage stellen, welche Strukturen gibt es da? Und man kann natürlich versuchen, so einen Match zu bekommen. So, das Match gibt es durchaus auch, nicht ganz so perfekt. Ich würde auch einfach sagen, S-Blend ist eigentlich nicht notwendig, aber ich tue mal die Strukturen hier, die am meisten passen hierzu, nach meiner persönlichen Lehrmeinung, hinschreiben. Man könnte sagen, eine S-Blend, die aber die Produktplanung hat, die wäre nach dieser Art eher, ich nenne es generische Produktstruktur, ist dann keine Bombe mehr. Das wäre also eine Art GPS, und zwar nur die obere gliedernde Struktur, weil die ja quasi plant, was da rein soll. Jetzt könnte man hier noch V-Modell und die ganzen Strukturen, die wir brauchen, um hier runterzukommen, auch noch reinbauen, will ich hier in dem Film nicht weiter drauf eingehen. So, wenn wir jetzt sagen S-Design, dann wäre die nächste dieser Bombs hier unten, die ans Design rankommen, unsere liebe Freundin, die E-Bomb. Die E-Bomb ist nämlich genau diejenige Bomb, Achtung, die schon Material im Bauch hat, die genau das repräsentiert, was die Ingenieure sagen, bitte so machen. So, die MRP-Bomb, ja, nicht die M-Bomb, die MRP-Bomb ist nun diejenige Bomb, über die der MRP-Lauf geht. So, manche schlagen mir dann vor, nennt es doch P-Bomb für Production Bomb. Das Problem ist, es gibt auch die Planning Bomb. Die Planning Bomb ist diejenige, die für die Planprimärbedarfe eine Klammer darstellt, Bedarfe zu erzeugen im Vorfeld bei bestimmten Fällen. Deswegen nutze ich das P nicht, weil und das MRP ist klarer. Das ist einfach die Bomb, über die im ERP im ERP-System genau der Dispo-Lauf / MRP-Lauf geht. Das ist diejenige Bomb. So, und dann gibt es noch eine, ich nenne sie die M-Cut-Bomb, man könnte sie auch die M-Part-Bomb nennen. Also im Prinzip eigentlich eine E-Bomb umsortiert in, ich mache mal, wie könnte man es vielleicht montieren. Das sind dann viele Sachen wie Beistellung, Local Content und so halt nicht drin. Das ist ja dann nochmal ein Thema, das unterschiedlich ist. Und jetzt könnte man hier sagen, S-Bild, und jetzt könnte man sagen, und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, die MRP-Bomb, da rauscht ja jetzt ein MRP-Lauf drüber. So, dieser MRP-Bau, wir sind im SAP-Kontext, das ist leichter jetzt zu erklären, tut ja Fertigungsaufträge, vorher Planaufträge initiieren. Fertigungsauftrag hat ja eine Komponentenliste. So, die Komponentenlisten aller Fertigungsaufträge, die ins Produkt gehen, die könnten ja jetzt im Prinzip sowas wie eine S-Bild ergeben. Mit dem Problem, dass ich die überhaupt zusammenhalten könnte, Netzaufträge und sowas bräuchte. Man sieht, eine S-Bild rauszukriegen ist mal gar nicht so trivial, weil ich muss ja die irgendwann runterschreiben, und die Frage ist, will ich hier instanzieren oder nicht? Das kommt jetzt wieder auf den Fall an. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man eine S-Bild aufbauen kann, und dann ist die Frage, ich bin ja jetzt hier implizit davon ausgegangen, dass wir uns im PP befinden,
also Produktionsplanung, nicht im PS, nicht im Projektsystem. Das sind normale Unterschiede, die man dann halt auseinanderbringen muss. Und jetzt sind wir hier beim Delivered. Hier nutze ich gern, und das nenne ich dann immer Digital Twin as Delivered. Also das wäre jetzt im Prinzip eine Sache, wie ich es wirklich geliefert habe. Ein As-Bild, wenn man nicht ETOs sind, ist aus meiner Sicht witzlos. Ich glaube, man braucht es nicht. Kann man diskutieren, aber braucht man nicht, hängt fallabhängig. Und dann gibt es eben noch den Digital Twin. Ich muss mal hier den Pfeil weitermachen. Digital Twin as Maintained. Und in Wirklichkeit verstecken sich in den hier noch, ich sage mal, hunderte andere, nein, nicht hunderte, aber es gibt hier noch mehr. Die will ich aber nicht weiter jetzt hier erläutern. Das heißt, es gibt etwas, wo wir sagen, so haben wir es dir geliefert, und das ist dann schon im Idealfall, wie sagt man, instanziert. Das muss nicht sein, ist aber, und da ist auch exakt drin, was haben wir wirklich verbaut. Es kann ja sein, dass jemand hier noch was wechselt, also was auswechselt. So, und jetzt ist ja die Frage, was ist denn der reguläre Zustand draußen, den wir für den richtigen halten? Das heißt, der Digital Twin as Maintained enthält das, was wir glauben, dass der richtig reguläre Zustand ist, und es enthält nicht genau, wie die Maschine ist. Den gibt es nämlich nochmal, plus eine Menge anders. So, und jetzt fassen wir nochmal zusammen. Also, ihr seht, wir haben zwei unterschiedliche Kategorisierungen. Wir haben gelernt, die hier ist eher wichtig bei ETO oder großen Bauprojekten. Nicht sonst verwenden dieses ganze Wording, würde ich nicht tun, sondern eher dieses Wording. Und hier können wir dann bald nochmal einen Film machen, wo wir sie mal alle besprechen, die 360-Grad-View von unserem RIM, wo wir quasi die BOMs besprechen. So, jetzt glaube ich, habe ich alles gehabt. Jörg, was machst du immer?